Hallo, heute zeige ich dir, wie du die einfachste Socke der Welt gleich zweimal stricken kannst, nämlich auf einer einzigen Rundstricknadel 2 Socken gleichzeitig stricken. Super einfach, super schnell. Und das Beste ist, egal in welchem Muster du arbeitest oder wie du arbeitest, die Socken sind immer gleich lang, das gleiche Muster und gleichzeitig beendet. Und wie einfach das ist, zeige ich dir jetzt. Was du brauchst, sind 2 Knäuel Wolle. Ich würde wirklich 2 Knäuel empfehlen und nicht ein Knäuel nehmen und einmal von der Mitte und einmal vom Anfang raus stricken, denn sonst kann sich das ganz leicht verheddern. So kannst du das leichter entwirren. Ich habe jetzt hier etwas dickere Wolle, um dir das zu zeigen. Du kannst natürlich auch ganz normale Sockenwolle verwenden. Dann später brauchst du noch eine Nadel zum Vernähen und eine Schere. Und ich habe jetzt hier eine Rundstricknadel in der Stärke 3,0. Aber auch wie gesagt, also du kannst dich hier ganz einfach an jeder Sockentabelle orientieren, wie viele Maschen du anschlagen musst. In meinem Fall sind es jetzt 48 Maschen pro Nadel, weil ich dickere Wolle habe und eine dickere Nadel. Bei Größe 38, 39 wäre es mit Sockenwolle, wären das ungefähr 60 Maschen. Aber schau bitte in der Sockentabelle nach. In jeder Sockentabelle aus dem Internet kannst du dazu ziehen. Da kannst du dann schauen, wie viele Maschen du anschlagen musst. So, ja, ich habe 48 Maschen laut Sockentabelle und ich schlage dann extra noch 2 Maschen mehr an. 2 Randmaschen und die benutze ich dann später zum Zusammennähen. So, also ich mache erstmal eine Schlaufe, setze mir die auf die Nadel und schlage jetzt meine 50 Maschen an. Also 48 laut Tabelle plus 2 Randmaschen. Du kannst hier natürlich jeden Anschlag verwenden, den du möchtest. Dann habe ich meine ersten 50 Maschen fertig. So, jetzt schiebe ich die ein bisschen zurück. Mein erstes Knäuel lege ich jetzt auf die eine Seite. Nehme jetzt mein zweites Knäuel und mache das Ganze einfach nochmal. Also wieder eine Schlaufe und hier nochmal direkt im Anschluss weitere 50 Maschen anschlagen. So, jetzt drehe ich das Ganze um und stricke immer in Reihen weiter. Also, und zwar mache ich das immer so, die erste Masche, die Randmasche, stricke ich immer rechts. Dann beginne ich mit meinem Bündchenmuster. Das sind 2 rechte Maschen. Die Kamera ist dazwischen, Moment. So. Ich komme nicht aus dem Bild raus. So. Ja, die sind etwas stumpf, die Nadeln hier. So, 2 rechts, 2 links. 2 rechts, 2 links. Ups. Das mache ich jetzt komplett bis zum Ende der ersten Socke. So, meine letzten 3 Maschen. So, weil ich die erste Masche gestrickt habe, hebe ich die letzte Masche einfach nur ab.
Dafür lege ich den Faden vor die Nadel und hebe die Masche ab. So. Würde ich jetzt nur eine Socke stricken, würde ich jetzt wenden und weitermachen. Aber ich ziehe mir jetzt meine zweite Socke hier auf die Nadel. So, die erste kann ich hier einfach hängen lassen. Und mache das Ganze hier nochmal. Also ich stricke die erste Masche, meine Randmasche wie immer rechts ab. Und mache dann weiter mit meinem Bündchenmuster. Also auch wieder 2 rechts, 2 links. Die andere Socke, die hängt hier nebenan. So, das mache ich auch wieder bis zum Ende. So, und auch hier Faden vor die Nadel legen, die letzte Masche abheben und wenden. Und jetzt geht das Ganze wieder zurück, die erste Masche wieder rechts abstricken. So geht das jetzt einfach hin und her. Also die Nadeln sind nichts, die sind viel zu stumpf. So. In meinem Fall waren die letzten beiden Maschen linke Maschen, also stricke ich sie jetzt rechts ab. Das erkenne ich an dem V hier vorne. Und da, wo so ein Querbalken ist, das sind linke Maschen, die stricke ich jetzt auch links oben drauf. Das sind wieder 2 rechte, das erkenne ich hier unten an dem V. Und hier ist so ein Querbalken, das sind die linken Maschen. So. Das Ganze jetzt wieder zurück. Und du kannst jetzt natürlich nur ein Bündchen machen und danach glatt rechts weiter stricken, wenn dir das lieber ist. Ich persönlich mag das bei diesen Socken ganz gerne im Rippmuster, also im Bündchenmuster, denn dadurch, dass man keine Ferse hat, hat man trotzdem einen besseren Sitz in den Socken. Aber das bleibt natürlich völlig dir überlassen, wie du das gerne hättest. Wenn dich das stört, mit dem Rippmuster dann am Fuß, kannst du natürlich hier dann nach dem Bündchen auch glatt rechts weiter stricken. Natürlich geht auch ein Muster. Aber wie gesagt, also ich persönlich bevorzuge bei dieser Art von Socken das Rippmuster. So, und das war es eigentlich auch schon. Ich zeige dir später noch, wie man die Spitze macht. Ich stricke jetzt erstmal hier mein Muster weiter. Die Höhe, Länge bleibt völlig dir überlassen. Schau mal in der Sockentabelle nach, wie viel du mindestens für deine Fußsohle brauchst, also für die Gesamtlänge des Fußes plus Schaft plus Bündchen. Das war schon die letzte. So, dann lasse ich den Faden einfach fallen und schiebe mir die anderen Maschen wieder nach vorne und stricke hier einfach weiter. Also bei einer Gesamtfußlänge von etwa 23 cm würde ich da gut nochmal 10-20 cm draufpacken, damit das später auch gut sitzt. Und für die Spitze kommen ja auch noch ein paar Zentimeter dazu.
Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe jetzt insgesamt 36 cm etwa im Rippmuster gestrickt. Immer gleichzeitig, sind gleich lang. Und jetzt beginne ich mit der Spitze. Und als Tipp zwischendurch immer mal hier die Fäden entwirren. So. Und zwar stricke ich jetzt immer 2 Maschen zusammen. Da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Also entweder rechts zusammen, dann strichst du einfach die beiden Maschen hier rechts zusammen. Oder aber verschränkt zusammen, das heißt, du stichst von hier vorne ein und strickst dann die beiden Maschen zusammen. Oder aber du kannst überzogen zusammenstricken, das heißt, du hebst eine Masche ab, strickst die nächste Masche und ziehst dann die abgehobene Masche über die eben gestrickte Masche. So, das ist eine Möglichkeit. Ich mag es am liebsten verschränkt. Heißt also, ich nehme meine Maschen zurück. Ich steche von hier vorne ein. Und stricke dann die beiden Maschen zusammen ab. So, das mache ich jetzt mit allen weiteren auch. Also die erste Masche habe ich, die Randmasche habe ich wieder ganz normal gestrickt und beginne dann mit dem Zusammenstricken der Maschen. Also immer 2 Maschen zusammen. Ich habe jetzt gerade die letzte Runde auch wieder ein bisschen festgestrickt und meine Nadeln sind nicht besonders spitz, deswegen ist es ein bisschen schwieriger. So, also wie gesagt, egal wie du möchtest, strickst du jetzt immer 2 Maschen zusammen ab. Und die letzte Masche hebe ich wieder ab. Lass den Faden fallen und gehe rüber zur nächsten Nadel. Da mache ich natürlich genau das gleiche. Auch wieder die erste Masche stricken und dann 2 Maschen zusammen. Und auch das wieder bis zum Ende der Reihe. Also die Nadeln sind wirklich für den Fall völlig unbrauchbar. So. Auch wie du möchtest, also entweder von vorne einstechen, verschränkt abstricken oder normal rechts. Ja. So, ich mache hier weiter. So. Auch fertig. Und jetzt in der Rückreihe stricke ich alle Maschen links ab. Heißt, außer die erste, die wieder rechts. Und jetzt einfach von beiden Socken alle Maschen links abstricken. Ich mache das jetzt extra etwas lockerer, damit ich in der nächsten Reihe nicht wieder so Probleme habe. So, also beide Socken jetzt rechts abstricken. Links abstricken natürlich. Verzeihung. Also mit linken Maschen alle Maschen abstricken. Und die nächste Reihe ist wieder dann eine Abnahmerunde. Heißt, erste Masche stricken und dann 2 Maschen zusammen. Ja. Ich drehe mir das jetzt so rum, ist einfacher. Also wieder 2 Maschen zusammen. Das mache ich jetzt immer abwechselnd. Also eine Abnahmereihe. Dann eine Reihe mit linken Maschen,
Abnahmereihe, bis ich noch 10 Maschen oder so übrig habe. Muss mal gucken. Aber jetzt auf jeden Fall, die Spitze wird immer abwechselnd gestrickt. Also ich habe nach der Reihe jetzt gerade insgesamt noch 14 Maschen übrig. Wenn ich jetzt, abgesehen von den Randmaschen, nochmal eine Abnahmerunde mache, habe ich noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Maschen übrig. Das ist okay. Du kannst natürlich auch runtergehen bis auf 8 Maschen, je nachdem, wie viele Maschen du angeschlagen hattest. 8 Maschen sind dann auch okay. Außerdem, also mit Randmaschen dann zusätzlich noch, kommst du ja dann auf 10. So, du kannst natürlich dann noch mal eine Abnahmerunde machen, Abnahmereihe, wenn du die Spitze noch etwas spitzer haben möchtest. So, und in der letzten Rückreihe stricke ich dann auch die letzte Masche noch ab. So, auf der anderen Seite natürlich auch. Und ich habe jetzt, wie gesagt, innerhalb der Randmaschen 6 Maschen übrig, insgesamt noch 8. Wenn du möchtest, könntest du jetzt noch eine weitere Abnahmerunde machen. So, die habe ich jetzt verheddert. So. Und die letzte hier auch stricken. Und dann kann ich den Faden schon abschneiden, und zwar schneide ich den etwas länger ab, denn damit vernähe ich jetzt die komplette Socke von unten bis oben hin. So. Fädel mir meinen Faden hier ein. Jetzt drehe ich mir das um und gehe jetzt von der anderen Seite, nicht, dass die mir jetzt hier abhaut. Also, gucke ich, wo mein Faden ist. Der ist hier vorne. Heißt, ich steche jetzt hier hinten ein und gehe Masche für Masche durch und nehme die hier auf meine Nähnadel. Andersrum wird es jetzt auch gehen. Ich habe die letzte Masche gestrickt. Oder ich setze mir die hier einfach auf die andere Nadel zurück. Also das musst du schauen, wie es für dich angenehmer ist. So. Und dann jetzt die Maschen hier rübernehmen auf die Nähnadel. So. Das ist jetzt meine Außenseite und das meine Innenseite, und so lege ich jetzt die beiden Teile aufeinander. Und jetzt gibt es auch hier wieder verschiedene Möglichkeiten. Also du kannst zum einen durch beide Maschenglieder durchstechen. Na, du hast ja jetzt von der Randmasche hier, ich mache ein bisschen größer, hier am Rand immer 2 Maschenglieder. Na. Du kannst jetzt entweder durch beide durchgehen, jeweils auf jeder Seite. Hier vorne noch mal ein bisschen vernähen vielleicht, dass hier kein Loch entsteht. Gehe noch ein paar Mal durch.
Also, wie gesagt, du kannst jetzt durch beide Maschenglieder durchstechen oder aber durchs Innere, also jeweils hier ist ein Inneres und hier. Du kannst aber auch durchs Äußere, also wenn du durchs Innere durchstichst, hättest du jetzt die Naht auf der Innenseite. Wenn du ins Äußere stichst, hast du die Naht auf der Außenseite. Ich gehe durch beide Maschenglieder durch. Aber auch das probier bitte aus, wie es für dich am besten ist. So. Und so nähe ich jetzt die ganze Socke, Masche für Masche, beziehungsweise Randmasche für Randmasche. Das ist jetzt ein bisschen unscharf. So, das war jetzt meine Spitze. Und wie gesagt, das nähe ich jetzt hier den kompletten Weg nach oben durch. Jetzt nochmal, das sieht hier wirklich sehr schmal aus, aber das dehnt sich wirklich unwahrscheinlich und ich mag das so lieber, wenn ich schon keine Ferse habe, damit ich wenigstens ein bisschen Sitz der Socke habe. Und das ist jetzt auch recht dickes Garn. Also nicht wundern, wenn das hier so mini aussieht. So, das ist jetzt die fertige Socke. Hier ist die Naht. Fällt kaum auf. Und wie gesagt, das dehnt sich wirklich sehr. Also es geht hier noch weiter. Und dadurch, wenn das so eng sitzt, hast du eben auch einen besseren Sitz dann ja, am Fuß. Ich mache das Ganze jetzt noch bei der zweiten Socke auch noch und wünsche dir bereits jetzt schon ganz viel Spaß beim Nachmachen. Bis bald!